Ist es 2026 noch sinnvoll, in Bitcoin zu investieren? Oder ist der große Boom bereits vorbei? Diese Frage stellen sich aktuell viele Anleger in Deutschland. Während einige überzeugt sind, dass Bitcoin langfristig weiter steigen wird, warnen andere vor einer möglichen Überbewertung. Schauen wir uns die Fakten nüchtern an. Zunächst einmal, Bitcoin ist heute nicht mehr das gleiche wie vor 10 Jahren. Damals war es ein Experiment. Heute ist es ein global gehandeltes Asset mit Milliarden-Marktkapitalisierung. Große institutionelle Investoren, Fonds und sogar börsengehandelte ETFs sind inzwischen beteiligt. Das sorgt für mehr Akzeptanz, aber nicht automatisch für garantierte Gewinne. Ein wichtiger Faktor für 2026 ist der sogenannte Halving-Zyklus. Historisch gesehen folgten auf frühere Halvings deutliche Kursanstiege, allerdings meist mit zeitlicher Verzögerung von 12 bis 18 Monaten. Ob sich dieses Muster wiederholt, ist jedoch nicht sicher. Ein weiterer Punkt ist die Geldpolitik. Sollten die Zentralbanken die Zinsen senken, könnten risikoreichere Anlagen wie Bitcoin attraktiver werden. Niedrige Zinsen bedeuten oft mehr, doch es gibt auch klare Risiken. Bitcoin bleibt extrem volatil. Kursbewegungen von 20 oder 30% in kurzer Zeit sind keine Seltenheit. Wer emotional reagiert, kauft oft am Hoch und verkauft im Tief. Hinzu kommt das regulatorische Risiko. Regierungen weltweit arbeiten an strengeren Regeln für den Kryptomarkt. Neue Vorschriften könnten den Markt kurzfristig belasten. Außerdem darf man nicht vergessen, Bitcoin erzeugt keine Cashflows. Im Gegensatz zu Aktien gibt es keine Dividenden. Der Wert basiert rein auf Angebot, Nachfrage und Vertrauen. Die entscheidende Frage lautet also, passt Bitcoin zu deiner Strategie? Für wen könnte ein Kauf 2026 sinnvoll? Für Anleger mit langfristigem Horizont, für Menschen, die stark und für Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Für wen ist Bitcoin eher ungeeignet? Für Personen, die schnelle Gewinne erwarten oder für diejenigen, die ihr gesamtes Kapital investieren wollen. Eine zu hohe Gewichtung kann das Risiko erhöhen. Eine mögliche Strategie ist der schrittweise Einstieg, zum Beispiel über einen Sparplan. So reduziert man das Risiko, zum falschen Zeitpunkt alles zu investieren. Abschließend lässt sich sagen, 2026 ist nicht zu spät für Bitcoin, aber es ist auch kein Selbstläufer. Der Markt ist reifer, die Chancen sind weiterhin vorhanden, doch die Risiken bleiben. Wer investiert, sollte dies bewusst, informiert und mit klarer Strategie tun. Bitcoin kann ein Baustein im Portfolio sein, aber niemals die gesamte Lösung. Und wie immer gilt, keine Anlageberatung, recherchiere selbst und investiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.